Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer und meine lieben Abonnenten. In unserem Video heute soll es darum gehen, dass ich euch einige Tipps und Tricks präsentieren möchte, die euch helfen sollen, die deutsche Sprache etwas schneller und etwas besser, ebenfalls auch einfacher zu erlernen. Diese Tipps und Tricks habe ich selber an mir ausprobiert, da ich selber auch eine Fremdsprache lernen musste und das nun meine Landessprache ist. Ich spreche diese Sprache bereits flüssig und möchte euch sehr gerne auch dazu verhelfen, dass ihr die deutsche Sprache genauso einfach und auch effektiv lernen könnt, wie ich es gemacht habe. Los geht's! Los geht es mit unseren Artikeln in der deutschen Sprache. Mein erster Tipp dazu ist: Die meisten Lernenden haben ein Problem damit, mit diesen Artikeln, der, die und das. Welcher Artikel kommt vor welches Nomen? Damit tun sich sehr viele Lernende so schwer, dass sie nahezu daran, ich möchte nicht sagen kapitulieren, aber ja, es ist so, viele werfen die Flinte ins Korn, was meines Erachtens nach nicht sein müsste. Die Artikel der, die und das sind in der deutschen Sprache so wichtig, als dass sie in der deutschen Sprache schon als Nomenbegleiter angesehen werden. Nomen sind Hauptwörter, Nennwörter oder Substantive. Und diese Nomen sind natürlich explizit wichtig für einen Satz in der deutschen Sprache. Die kleinen Artikel, der, die und das, sind immer mit einem Nomen zusammen zu verwenden. Und, liebe Lernende, von Anfang an bitte immer zusammen zu lernen. Es funktioniert nicht, und das habe ich selber in der ganzen Zeit, wo ich Deutschunterricht gebe, gesehen, dass die lieben Leute, wenn sie denn nur gelernt haben, jetzt kommt's, nur das Nomen, Tisch, Lampe, Teller, und da wurde dann nicht gelernt, der Tisch, die Lampe, der Teller. Tatsächlich ist das hinterher ein Problem, wenn man weiter fortgeschritten ist und kann die kleinen, aber wichtigen Artikel, der, die und das, vor das Nomen nicht richtig einsetzen. Immerzu, Leute, klingt dieser Satz falsch. Wenn ich sage, die Auto oder die Tisch, dann klingt ein Satz falsch. Die Tisch ist groß, der Tisch ist groß. Das macht einen Unterschied im Klang und ebenfalls dann auch in der grammatikalischen Satzstellung ebenfalls. Da, liebe Leute, ihr hinterher diese bestimmten Artikel und Nomen und die Artikel jeweils auch noch hinterher umwandeln müsst in die jeweiligen Fälle. Also konjugieren müsst. Ihr müsst die noch umwandeln hinterher. Wenn man dann natürlich die bestimmten Artikel im Nominativ in ihrer Grundform nicht kennt, dann hat man hinterher in der kompletten Sprache ein richtiges Problem, weil die Flüssigkeit des Satzes tatsächlich auch davon abhängt, ob ich den richtigen Fall verwende oder nicht, ob ich den richtigen bestimmten Artikel zuvor kenne oder nicht. Das macht einen großen Unterschied. Will sagen, mein erster Tipp, den ich euch hier wirklich sehr gerne geben kann, ist: Lernt die Nomen und die Artikel immer zusammen von Anfang an. Wir lernen immer der Tisch, die Lampe, der Deckel, der Teller, der Schrank, das Bett. Tatsächlich ist es sehr wichtig, dass man das von Anfang an tut. Wenn ihr das in einer gewissen Gewohnheit tut, also jeden Tag etwas Deutsch lernt und euch immer wieder damit auseinandersetzt, dass ihr ebenfalls die Nomen immer mit den Artikeln auch aussprecht oder auch gleich so denkt, dann ist es tatsächlich schon sehr, sehr effektiv für euch. Und ich sage euch voraus, dass ihr spontan hinterher das richtig aussprechen könnt. Und ihr wisst nicht warum. Doch, wir wissen warum. Weil wir die Nomen und die Artikel von Anfang an zusammen lernen. Diese Methode
die Artikel mit dem Nomen von Anfang an zusammen lernen, schafft eine gute, effektive Verknüpfung in eurem Gehirn. Und sollte einmal ein Nomen ohne diesen Artikel kommuniziert werden, dann ist es für euer Gehirn, als wenn es unvollständig ist. Und man reagiert daraufhin mit dem richtigen Artikel. Weiter geht es mit dem nächsten Tipp, den ich ebenfalls an mir ausprobiert habe, der bei mir wirklich grandios funktioniert hat. Ihr habt 3 Artikel, der, die und das, die euch gerade richtig ärgern. So geht her, färbt diese Artikel ein, vergibt Farben, macht das Ganze, lernt das Ganze mit einem gewissen Farbsystem. Ihr markiert zum Beispiel der blau, ihr markiert die rot, ihr markiert das grün. Das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet, je nachdem, welche Farbe ihr am liebsten mögt und auch am besten sehen könnt. Dann geht her und setzt immer wieder dieses neue Nomen mit seinem bestimmten Artikel, weil das lernen wir immer noch von Anfang an zusammen, sofort diese Farbe dort ein in dem Artikel jeweils und dann schaut euch das an, lest es euch laut vor. Und ich sage euch voraus, dass es genauso ist wie bei mir, dass ihr vor eurem geistigen Auge auch schon mal, wenn ihr ein Nomen hört, wie zum Beispiel Tisch, seht ihr dann, oh, das war ja blau gefärbt, der Tisch. Dann die Lampe, oh, das war ja rot gefärbt. Wenn ihr nur hört Lampe, dann reagiert euer Gehirn da drauf und sagt, hey, das heißt die Lampe, weil das war gerade rot. Tatsächlich ist es so, dass man mit so einem Farbsystem das deutlich besser lernen kann, weil man das noch immer vor seinem geistigen Auge sehen kann, wenn man denn täglich wiederholt und auch diese Lerneinheit immer wieder neu hier anschaut und wiederholt. Das Farbsystem funktioniert natürlich auch bei anderen Teilen der deutschen Grammatik. Färbt zum Beispiel Präpositionen anders ein als Verben. Verben färbt anders ein als Nomen. Nomen färbt anders ein als Possessivartikel. Und so weiter. Die ganze Grammatik könnt ihr euch so einfärben, damit ihr hinterher ganz genau das vor eurem geistigen Auge wieder ablesen könnt. Und man kann auch hergehen ebenfalls, wenn man zum Beispiel ganze Textpassagen wie zum Beispiel Regeln in der deutschen Sprache lernen sollte, kann man auch einen Textmarker verwenden und diese einfach in unterschiedlichen Farben damit unterlegen. Das geht ebenfalls und das Gehirn verknüpft es genauso effektiv und gut, wie zuvor die einzelnen Buchstaben gefärbt wurden. Weiter geht es mit meinem nächsten Tipp, den ich euch ebenfalls sehr gerne gebe, den ich allerdings mit einer gewissen Einschränkung hier euch präsentieren möchte. Und die Einschränkung werde ich euch gleich erklären. Und zwar ist es sehr gut, wenn ihr auf eurem Handy eine zum Beispiel App runterladet, wie, und den Namen sage ich euch auch gerne, Duolingo, mit dem man sehr gut Sprachen lernen kann. Das ist richtig und für den Anfang, ich behaupte mal für Anfänger in den Lernniveau A1, A2 ist das durchaus eine sehr gute Aktivität, die man mit seinem Handy machen kann, wenn man zum Beispiel auf den Bus wartet, beim Doktor sitzt oder sowieso einfach nur Videos schaut, die man eigentlich gar nicht brauchen könnte. Dann ist es sehr gut, wenn man zum Beispiel dann Duolingo öffnet und damit lernt. Duolingo macht dasselbe. Sie machen das mit einer Abfragemethode und mit einer Wiederholmethode, so wie wir es jeden Abend um 19 Uhr in unseren Livestreams machen. Duolingo ist wirklich, wie ich finde, und ich habe meine Sprache auch zum ersten Viertel mit Duolingo gelernt. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine wirklich brillante Software oder App, wenn ihr so möchtet, zum Erlernen einer weiteren Sprache. Jawohl.
Hinterher, und das ist die kleine Einschränkung, die ich euch jetzt hier auch ebenfalls kurz sage, die aber nicht auf euch zutreffen muss. Hinterher, wenn ihr die Sprache schon einigermaßen sicher beherrscht, habt ihr weiterhin die Möglichkeit, bei Duolingo weiter mitzumachen, und die ganze App ist so aufgebaut wie ein Leveling-System. Ihr bekommt also weiter Levels und könnt euch hocharbeiten und bekommt dann da einen Duolingo, der euch freundlich anlächelt oder sonstige Aktivitäten da vornimmt. Und weitere Aufgaben kann man damit auch öffnen, und man kann sich mit anderen Leuten verständigen und auch messen. Ja, tatsächlich ist auch das möglich, dass man dort einen kompletten Satz reinschreibt und von anderen korrigieren lässt. Fand ich sehr, sehr gut, diese Software, muss ich tatsächlich sagen. Allerdings, jetzt kommt ein kleiner Einwand, der nur auf mich erstmal zutraf. Das ist tatsächlich so. Ich habe Duolingo sehr lange gemacht. Ich habe das immer nebenbei gemacht, und ab, ich sag mal B1 in Spanisch habe ich tatsächlich etwas, ich möchte bald sagen, unter Langeweile gelitten. Da die höheren Level, wie ich finde, dann nicht mehr neue Vokabeln mir präsentiert haben und es immer wieder die gleichen Floskeln waren. Nichts Negatives über diese App. Ich habe wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr viel damit gelernt. Aber mich hat es regelrecht etwas hinterher gelangweilt. Ich möchte sagen, meine Motivation ist ganz derb in den Keller gegangen, so dass ich jetzt gar nicht mehr damit gearbeitet habe. Ich habe mir dann natürlich, da ich ja nichts anderes mehr hatte, bin ich hergegangen und habe mir diese Plattform YouTube hier genommen und einen Kanal ausgesucht, wo ich gesehen habe, dass diese Frau, ja, es war eine Frau und ein Mann, die sehr deutlich gesprochen haben und auch für mich, für meine Zwecke sympathisch mir entgegenkamen. Daraufhin habe ich mit diesen Leuten mein Spanisch doch tatsächlich noch weitermachen können, und ich habe jetzt schon ein recht flüssiges Niveau in der spanischen Sprache, und ich bedanke mich ganz herzlich bei Caro. Das ist wirklich sehr, sehr schön, wie sie das macht. Español Automático darf ich sicherlich nennen, den Kanal. Das macht sie ganz, ganz hervorragend. Eine sehr freundliche Dame und auch sehr sympathisch. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier bei YouTube weiterhin auch für mich gemacht habe. Ich bin hergegangen und habe auf YouTube jeden Abend, ganz einfach diesen Kanal eingeschaltet, habe geschaut, was Caro an Neues veröffentlicht hat, habe mir die Videos angeschaut, habe sie angehalten, habe zugehört, habe nachgesprochen, habe die Untertitel mit eingeschaltet und alles, was man mit so einem Video tun kann. Und das ist bei YouTube wirklich eine sehr gute Sache. Das möchte ich euch auch ganz kurz mit an die Hand geben. Diese Videos sind wirklich so, dass man hergehen kann und kann sie anhalten. Man kann weitermachen, man kann nochmal zurück, man kann nochmal vor, man kann die Videos langsamer stellen. Wenn der jeweilige YouTuber zu schnell spricht, dann ist das alles möglich. Ihr habt die Möglichkeit der Untertitel, und das ist, wie ich finde, eine wirklich brillante Sache, um eine Sprache zu lernen. Nehmt euch irgendein Kindermärchen. Das ist ebenfalls eine Sache, die ich euch auch noch mit an die Hand gebe. Märchen für Kinder sind so einfach geschrieben, so dass jeder Anfänger da auch nach geraumer Zeit sofort mitkommen kann. Tatsächlich ist es so, dass ich mir hier auch Kindermärchen angehört, angeschaut habe und damit sehr gut, sehr schnell auch viel gelernt habe. Das Niveau, das, was da gesagt wird, ist deutlich niedriger als bei normalen Texten, wenn ich die Tagesschau schaue. Das ist ein anderes Niveau, und das ist erst einmal das, was ich wirklich unterstützend sagen kann, sollte für Anfänger eine sehr gute Lernmethode ebenfalls sein. Kindermärchen, Hänsel und Gretel wäre für Deutschlernende sehr schön.
oder auch Der Fuchs und die Katze, so kurz wie dieses Märchen auch nur ist. Schaut es euch an, ich habe selber auch auf meinem Kanal hier einige Märchen draufgelegt, extra für die Leute, die gerne die deutsche Sprache auch mit Märchen lernen möchte. Die Prinzessin auf der Erbse. Schaut's euch an, es ist wirklich sehr schön und sehr einfach gemacht, so dass auch Anfänger das lernen können. Und ja, es sind durchaus Sätze auf niedrigem Niveau dabei. Will sagen, ihr müsst noch gar nicht viel können dafür. Aber diese Sätze, diese Satzstrukturen werden in höheren Niveaus ebenfalls verwendet. Wenn ihr die aber schon durch die Wiederholung in eurem Kopf habt, fällt euch das Ganze hinterher nicht mehr so schwer, wenn ihr mit eurem Niveau wachst. Das ist tatsächlich eine andere Sache dann. Mit meinem nächsten Tipp möchte ich euch eine besonders einfache und wirksame Lernmethode vorstellen, die ich bei mir in der Wohnung so durchgeführt habe und wo mich mein Besuch gefragt hat, ob bei mir noch alles in Ordnung ist. Und zwar geht es um die Methode der Umgebung bekleben. Und zwar habe ich mir für diesen Zweck kleine Post-it-Zettel geholt, habe mir in der spanischen Sprache draufgeschrieben mit dem jeweiligen Artikel und habe diese dann jeweils auf meinen Kühlschrank, auf meine Spüle, auf meinen Tisch, auf meinen Stuhl, auf meine Türe, auf meinen Wasserhahn, auf alles Mögliche draufgeklebt. Jawohl, so sieht es aus. Also meine Wohnung war kunterbunt mit kleinen gelben Post-it-Zetteln versehen. Ich bin dann hergegangen und wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich bei dem ersten Kontakt mit einem Zettel laut vorgelesen auf Spanisch, was da auf diesem Zettel drauf stand. So habe ich mir das nach und nach durch meine ganze Wohnung schon am frühen Morgen hier gegeben, die spanische Sprache zu lernen. Überall klebten kleine Post-its und ich habe die ganze Zeit zu tun gehabt, den jeweiligen Artikel in der spanischen Sprache zu benennen. Tatsächlich funktioniert diese Methode sehr, sehr gut. Euer Besuch wird euch wahrscheinlich ebenfalls fragen, ob alles in Ordnung ist bei euch und man kann es dem Besuch ja jeweils erklären. Und das ist, wie ich finde, auch eine äußerst wirksame und sehr gute Methode, eine deutsche oder überhaupt eine Sprache zu erlernen. Nun kommen wir zum nächsten Tipp, um euch etwas Lernlast von den Artikeln der, die und das zu nehmen. Wenn wir ein Nomen haben, welches auf die Endung ung, heit und keit, tion oder tät haben, dann kommt mit ziemlicher Sicherheit der Artikel die voran. Wie zum Beispiel bei den Nomen die Wohnung, die Gesundheit oder auch die Universität. Genau dasselbe ist auch, wenn ich den Artikel das betrachte. Wenn ich ein Nomen habe, welches die Endung chen oder lein zeigt, dann kommt der Artikel das vor dieses Nomen, wie zum Beispiel das Mädchen oder das Fräulein. Dann ist es ziemlich sicher, dass wir hier ebenfalls den Artikel das verwenden müssen. Weiter geht es mit dem Artikel der. Da haben wir auch eine kleine Hilfe, wenn wir diese Artikel lernen müssen. Wenn wir Wochentage haben, Monate oder Jahreszeiten, dann ist es immer so, dass wir davor den Artikel der finden. Wenn ich zum Beispiel habe, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag und so geht es auch weiter. Die ganze Woche, der kommt vor diesen Wochentag. Dann weiter, die Monate. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni. So geht es ebenfalls weiter durch das ganze Jahr.
Und so kann man auch mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass wir den bestimmten Artikel der hier voranstellen. Und das, denke ich, ist ebenfalls für euch ein wunderbarer Tipp, um das Ganze schon einmal etwas zu lernen, da man die Endungen ja schon lernen muss und ihr habt eine ganze Menge Lernlast weniger. Den nächsten Tipp, den ich euch geben kann, ist der Tipp der analogen Karteikarten. Schreibt auf diese Karten jeweils drauf, fertigt euch mehrere davon. Schreibt hier in eurer Muttersprache den jeweiligen Gegenstand drauf, den ihr lernen wollt. Und dann auf die Rückseite kommt dieses Wort übersetzt in der deutschen Sprache auf die Vorderseite drauf. Wenn ihr könnt, fertigt euch auch ebenfalls noch ein kleines Bild auf die Vorderseite an und dann habt ihr eine Möglichkeit, euch selber zu Hause abzufragen. Wenn ihr mehrere Karten habt, könnt ihr euch auch ganz viele dieser Gegenstände selber zu Hause abfragen, ohne dass jemand euch helfen muss. Dann geht her und nehmt diese Karten, die erste, schaut drauf und guckt, aha, das ist der Gegenstand in meiner Sprache. Wie heißt der in der deutschen Sprache? Jetzt sagt laut den vermuteten Gegenstand in der deutschen Sprache. Und dann dreht um und schaut drauf. Wenn ihr nun richtig gelegen habt, könnt ihr das mit weiteren Karten ebenfalls durchführen. Diese Methode ist eine sehr gute, wirklich gute Lernmethode. Effektiv und schnell kann man so lernen und immer, wenn man Zeit und Lust hat, kann man alleine lernen. Eine sehr gute Methode, wenn man keinen Partner zu Hause hat. Laut lesen und laut sprechen wäre mein nächster Tipp, den ich euch wirklich sehr gut geben kann. So einfach wie dieser Tipp ist, so vergessen ist er doch. Nehmt euch einen Text, nehmt euch ein paar Nomen mit den bestimmten Artikeln zuvor und lest euch das Ganze laut vor. Euer Gehirn ist kurz danach in der Lage, diesen Klang der neuen Sprache zusammen mit eurer Stimme abzuspeichern. Und schon fällt euch das Sprechen später nicht mehr ganz so schwer, da das Gehirn das Ganze schon abgespeichert hat. Und wir können natürlich nach wie vor auf dieser wunderbaren Plattform YouTube Videos gucken mit Untertiteln. Das ist im Übrigen auch ein weiterer Tipp, den ich euch geben möchte. Schaut euch zum Beispiel meine Videos, jawohl, mit Untertiteln an in der deutschen Sprache und lest das Ganze mit und hört, was ich dazu sage. Ich werde genau dasselbe sagen, wie in den Untertiteln geschrieben steht. Und das ist auch eine sehr effektive, gute Lernmethode, um hinterher, kurz danach, spontan sprechen zu lernen. Und ihr wisst nicht einmal, wie die Grammatik dahinter aussieht. Nun möchte ich euch noch einen weiteren Tipp geben, mit dem ihr ganz hervorragend lernen könnt und was den meisten Lernenden auch noch richtig Spaß macht. Und zwar lernt mit Musik. Sucht euch hier auf dieser wunderbaren Plattform YouTube euer Lieblingslied raus in der deutschen Sprache. Der Sänger sollte möglichst deutlich und vielleicht auch noch nicht so schnell singen und hört euch dieses Lied immer wieder an. Wenn ihr dann hinterher so weit seid, dass ihr wisst, welches Wort nach dem anderen Wort kommt, dann singt mit oder sprecht mit. Das ist eine sehr gute Methode, die ich ebenfalls hier erprobt habe, da ich auch weitere Sprachen spreche und die wunderbar und sehr schön funktioniert. Man kann also wirklich hergehen, das Musikvideo anmachen, Untertitel, so die denn da drunter stehen, das ist nicht immer der Fall, sage ich ehrlicherweise, und man kann aber ganz genau hören, was der Sänger oder die Sängerin jeweils dort singt, und das Video anhalten. Sobald die Sängerin oder der Sänger diesen Satz zu Ende gesungen hat, anhalten das Video, diesen Satz bitte nachsprechen. Dann noch einmal zurück, abhören, ob ihr euch so ähnlich anhört wie die Sängerin oder der Sänger.
Dann weiter. Lasst das Video noch einmal laufen. Und noch einmal und noch einmal. Dann lasst es noch einmal laufen, wenn ihr Hausarbeiten macht. Wenn ihr irgendwas anderes macht. Einfach, damit euer Gehirn das immer wieder hört. Dann kann man noch hergehen, wenn man dann wieder am PC ist, dann kann man hergehen und kann dieses Lied auch noch langsamer laufen lassen. Es hört sich wahrscheinlich melodisch nicht mehr so schön an, das mag wohl sein, aber man kann den Text oder das gesungene Lied genau hören. Und das ist nochmal eine sehr gute Sache. Und lasst euch gesagt sein, der Plattform YouTube ist es egal, wie oft ihr die Videos abspielt. Es ist egal. Stoppt immer wieder. Lasst uns YouTuber immer wieder dasselbe sagen. Wenn es im Endeffekt so ist, dass ihr davon etwas lernen könnt, macht das bitte so oft, wie ihr wollt. Niemand wird euch das übel nehmen. Nun, meine lieben Zuschauer und Abonnenten, das waren doch schon einige Tipps für euch. Probiert es einmal aus, am besten jeden Tag 1 oder 2 dieser Tipps beherzigen und durchführen. Dann seid ihr auf dem besten Weg, die deutsche Sprache effektiv und sicherlich auch etwas schneller zu lernen.